Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es, wie ihr ja bereits im Thumbnail gesehen habt, um Rebecca Reusch. Und gestern waren die Trovatos mal wieder live. Und in diesem Live ging es um die Widersprüche in dem Fall generell, insbesondere von der Familie. Ich habe mir das Ganze angehört und nochmal ein bisschen umgearbeitet, natürlich ohne irgendwelche Aussagen von den Trovatos abzuändern. Ganz einfach, weil ich auf verschiedene Punkte nochmal etwas genauer eingegangen bin und auch um die eine oder andere Zusatzinfo dort noch zu geben. Zunächst ging es um einen Zeitungsartikel vom 24. Februar 2019. Das war wohl ein Artikel von RTL, also ein Artikel auf Basis eines Interviews mit den Eltern von Rebecca Reusch. Und ich habe noch einen Artikel aus dem Februar 2020 gefunden, wo dann die gleichen Aussagen drin waren. Dort hatte Brigitte Reusch gesagt, also die Mutter von Rebecca, dass Rebecca niemals wegrennen würde. Das würde nicht zu ihr passen. Ihre Eltern hätten sie zuletzt gegen 7 Uhr versucht zu erreichen. Und seitdem fehlt von ihr jede Spur. Das war wohl nicht ganz so korrekt, denn anhand anderer Chronologien konnte ich dann nochmal sehen, dass es um 7:15 Uhr war, als Rebeccas Mutter versucht haben will, Rebecca anzurufen. Dabei hat sie dann festgestellt, dass das Handy aus ist. Um 8:25 Uhr versucht es Rebeccas Mutter dann erneut, erreicht Rebecca aber wieder nicht und ruft dann kurz danach bei Florian an. Dann gab es in dem Artikel die Personenbeschreibung von Rebecca. 15 bis 18 Jahre, also wahrscheinlich augenscheinliches Alter. 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, schlanke Gestalt, braunes, schulterlanges Haar und dann die Beschreibung, wie Rebecca bekleidet war. Rosafarbene Plüschjacke, weißer Kapuzenpullover mit der Aufschrift Red Monster, blaue Jeans mit zerrissenen Knien, schwarz-weiße Sportschuhe der Marke Vans und große beige-rosafarbene Handtasche und roter Rucksack. Also das war die Vermisstenmeldung, die herausgegeben wurde vom März 2019. Weiter heißt es dort, dass Rebecca am 17. Februar 2019 bei ihrer Schwester Jessica zu Gast war. Sie übernachtete dann in dem Haus, in dem auch ihr Schwager Florian und die gemeinsamen Kinder wohnen. Am Morgen des 18. Februar 2019 kehrte ihr Schwager um 5:45 Uhr nach Hause zurück. Zu dieser Zeit soll die Teenagerin noch geschlafen haben. Jürgen Trovato wirft hier ein, dass er eine Erinnerung hat, dass ja immer gesagt wurde, dass niemand nach Rebecca geschaut hat und woher man dann wissen will, dass Rebecca noch geschlafen hat. Also das ist soweit korrekt, was Jürgen Trovato dort sagt. Denn in allen anderen Quellen hieß es, wenn ich mich recht erinnere, dass Jessica nicht noch einmal ins Wohnzimmer gegangen ist, also wo Rebecca geschlafen haben soll oder geschlafen hat, um sie nicht zu stören. Denn Rebecca musste ja an diesem Tag erst später zur Schule. Dann heißt es in dem Artikel weiter, dass Jessica dann schließlich um 7 Uhr das Haus verließ, um ihre Kinder in die Kita zu bringen. Derweil soll sich ihr Ehemann nach einer Firmenfeier ins Bett gelegt haben. Und Jürgen Trovato meint, dass man immer nur vom Sonntag auf Montag redet, also von dem 17. auf den 18.2. Aber was war denn konkret mit den Tagen davor, am Freitag und dem Samstag? War sie da irgendwie zu Hause? Oder war sie die ganze Zeit bei Jessica? Was war auch am Freitag? Und Jürgen Trovato merkt an, dass er dazu wenig bis gar nichts gefunden hat. Und auch das stimmt. Zu den Tagen Freitag und Samstag gibt es keine klaren bzw. kaum Infos. Marta Trovato wirft dann etwas ein, was mir auch gleich aufgefallen ist, und zwar, dass in dem Artikel zweimal von den Kindern gesprochen wurde. Aber Jessica und Florian hatten zu diesem Zeitpunkt nur ein Kind, eine 2 Jahre alte Tochter. Der Sohn wurde dann erst später geboren. Das hat zwar keine Fallrelevanz, aber das zeigt wieder einmal die Detailungenauigkeit bei solchen Artikeln und deswegen schildere ich meist auch aus mehreren Artikeln in meinen Videos. Und deswegen ist es auch durchaus möglich,
dass in anderen Artikeln sich ähnliche Bugs irgendwo verstecken und man dann daraus falsche Schlüsse zieht oder in die falsche Richtung denkt. Dann erwähnt Jürgen Trovato, dass gesagt wurde, dass nie jemand bei Brigitte Reusch gewesen sei, um irgendwelche Sachen abzuholen. Dies wird in Bezug auf die Hose eine Rolle spielen. Kommen wir einmal zu der Frage, welche Kleidung trug Rebecca dann am 16. Februar 2019? War sie von Samstag auf Sonntag zu Hause bei ihren Eltern oder war sie das ganze Wochenende bei Jessica? Das ist vollkommen unklar aufgrund der unterschiedlichen Aussagen. Jürgen Trovato spielt dann ein Stück aus diesem RTL-Video vor, welches RTL ja auf sämtlichen Plattformen gelöscht hat. Da wurde dann berichtet, dass ja ein Expertenteam im Auftrag von RTL Rebeccas Handy wieder rekonstruiert wurde, um in der Cloud entscheidende Hinweise zu ihrem Verschwinden finden zu können. Dort bei der Rekonstruktion wurden dann ja 2 Videos gefunden, unter anderem um ein Tanzvideo, welches ich euch hier gerade einspiele. Und Brigitte Reusch sagte dazu, dass sie dieses Video noch nicht kannte. Und man in dem Video schön die Hose erkennen kann, die sie auch am Tag ihres Verschwindens anhatte. Bei den Trovatos fehlt jetzt die klare Information, dass dieses Video nur 2 Tage vor ihrem Verschwinden erstellt wurde. Also dem 16. Februar 2019, aber das war in dem Artikel von 2020, den ich gefunden und euch auch verlinkt habe, noch zu lesen. Also Brigitte Reusch erkennt in dem Video vom 16. Februar 2019 die Hose, die Rebecca am Tag des Verschwindens am 18. Februar 2019 getragen haben soll. Das nochmal kurz zur Erläuterung. Jürgen Trovato sagt dann aber, dass sie wissen, dass Rebecca am 16.02. eine Hose anhatte, die am Sonntag, dem 17.02., einen Tag vor dem Verschwinden und einen Tag nach dem Tanzvideo im Hause Reusch abgeholt worden sein soll. Insgesamt wurden dort 2 Hosen abgeholt, aber die relevante ist eben diese Hose, die sie am 16.02. in dem Tanzvideo getragen hat. Hunter erzählt dann dazu, dass er sich mit einer Zeugin, die eine gute Freundin von Rebecca war, getroffen hat. Und diese hatte am Sonntag, dem 17. Februar, einen Tag von dem Verschwinden 2 Hosen bei den Eltern von Rebecca abgeholt. Eine Hose war dann die Hose, die Rebecca dann bei der Party in den Lauben am 16.02.2019 anhatte. Dann wird noch nebenbei erklärt, dass man sich am 16.02. an einer Straße getroffen hat, also Rebecca mit Florian und die Freundin mit ihrem Freund und dann zusammen zu den Lauben gefahren ist oder zu der Laube gefahren ist. Und da hatte Rebecca eine andere Hose an als in dem Tanzvideo. Und in dem Live-Video von den Trovatos und in dem Live-Video wird dann einmal von Hunter diese Hose gezeigt, die sie bei der Laubenparty getragen hat. Ich blende euch das jetzt einmal ein. Also als erstes die Hose, die sie auf der Party getragen hat. Und dann zeige ich euch nochmal einen Ausschnitt aus dem Tanzvideo. Und da seht ihr, dass das eine andere Hose ist, die sie dort getragen hat. Schaut sie euch mal in Ruhe an. Ich bin jetzt kurz einmal still. Wie ihr seht, handelt es sich auf jeden Fall nicht um die gleiche Hose. Also muss Rebecca ja zwischen dem Tanzvideo und der Fahrt zu den Lauben anscheinend zu Hause gewesen sein, um sich umzuziehen. Dies lässt dann vermuten, dass dieses Tanzvideo in der Wohnung von Jessica und Florian aufgenommen wurde. Dies wird aber nicht explizit gesagt. Denn wenn das im Haus von Rebecca Reusch gewesen wäre, dann hätte sie sich dort ja problemlos umziehen können. Die Hosen, die abgeholt wurden, die wurden übrigens von einer oder von ihrer besten Freundin damals abgeholt, gehört nicht Rebecca, sondern der damals besten Freundin. Wie ihr wisst, tauschen ja Mädels, wenn sie im Teenie-Alter sind, sehr gerne Klamotten untereinander aus. Fassen wir es noch einmal kurz zusammen.
Rebecca muss an dem 16.02. laut den Zeugenaussagen und dem Video 2 Hosen getragen haben. Eine zu dem Tanzvideo und eine Hose, mit der sie dann auch zu der Laubenparty ging. Die Hose von der Laubenparty und eine weitere Hose wurden dann am Sonntag von der besten Freundin, also Sonntag, dem 17.02.2019, bei den Eltern Reusch abgeholt. Demzufolge müsste dann Rebecca praktisch nach der Party noch einmal zu Hause gewesen sein, um diese Hose dort abzulegen, damit ihre beste Freundin die abholen kann. Aber es wurde ja immer gesagt, dass sie dann nicht mehr nach Hause gekommen ist. Also ist die Frage, wie kam dann die Hose zu den Eltern? Die nächste Frage, die man sich natürlich dann stellt, ist, wie kann Brigitte Reusch klar sagen, dass Rebecca die Hose aus dem Tanzvideo am Tag des Verschwindens anhatte? War Rebecca irgendwie zu Hause? Hat Brigitte Reusch sie mit dieser Hose gesehen? Und wo hat Rebecca die Nacht von Samstag auf Sonntag denn verbracht? Ich meine, dass in einem anderen Video oder einem anderen Live von den Trovatos gesagt wurde, dass sie die Nacht bei der Freundin verbracht hat, nach dieser Laubenparty. Also das wurde in diesem jetzigen Live von den Trovatos nicht erwähnt, also bisher auf jeden Fall nicht, soweit ich geschaut habe. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, weil die Freundin dann auch gefragt wurde, ob Rebecca irgendwelche Ohrenprobleme oder gesundheitliche Probleme hatte, weil ja später dann der Vater noch diese Ohrentropfen vorbeigebracht haben soll. Also 16.02. Tanzvideo erstellt, dann am Abend in einer anderen Hose mit Florian zu dieser Laubenparty, dann übernachtet bei der Freundin und danach dann zu Jessica. So stellt sich das für mich dann auf jeden Fall erstmal dar. Wenn ihr meint, ich habe da jetzt einen gedanklichen Fehler, und dann schreibt ihr mir das bitte eben in die Kommentare. Und ganz nebenbei wurde bei Aktenzeichen XY ja auch noch eine ganz andere Hose als Vergleichsstück gezeigt. Die blende ich euch hier auch noch einmal ein. In einem weiteren Einspieler ging es dann um die Ohrentropfen. Da berichtete Brigitte Reusch, die zusammen dort mit ihrem Mann saß, dass ihr Mann Sonntag noch kurz zu ihrer Tochter gefahren ist und hatte Rebecca noch ihre Ohrentropfen hinterhergefahren, weil sie die vergessen hatte. Und Wasser und Orangensaft und Kleingeld, damit sie sich den nächsten Tag noch etwas für die Schule holen kann. Bernd Reusch erzählt dann, dass er nicht allzu weit rein ist ins Haus, also nur in den Flur, weil er ja wirklich nur die Sachen abgeben wollte. Und dann hat er noch kurz mit Rebecca geredet. Das hatte ich im letzten oder vorletzten Video auch schon so dargestellt, aufgrund dieser Quelle auch. Aber generell hieß es ja immer, dass der Vater Rebecca gar nicht mehr gesehen hat, als er die Ohrentropfen vorbeibrachte. Denn laut dem Live bei den Trovatos sollen Florian und Rebecca zusammen am Zocken gewesen sein. So sagt es da auf jeden Fall Marta Trovato. Und ich meine auch, dass ich das in der einen oder anderen Quelle gehört oder gelesen habe. Aber wie schon gesagt, was dort jetzt stimmt, es ist unklar. Und deswegen werden ja jetzt eben diese ganzen Unklarheiten genannt. Und Jürgen Trovato meinte dann, dass es wohl das Spiel Sims war. Aber ich meine, dass sie zusammen mit ihrer Schwester Jessica Sims gespielt haben will am Abend. Und das stand, oder das habe ich auch so in dem Forum vom Hobby-Ermittler-Team gefunden. Der Vater hat dann in dem Interview nicht angegeben, dass er etwas von Rebecca mitgenommen hat, sondern nur ihr etwas gebracht hat. Dass dies der 17.02., also nach der Laubenparty war, wäre dies die Möglichkeit, wie die Hose ins Haus der Familie Reusch gekommen ist, damit die Freundin diese Hose mit der anderen Hose abholen kann. Interessant wäre natürlich dann da auch die Information, wann der Vater bei Jessica gewesen war oder gewesen sein will und wann die Freundin die Hose abgeholt hat oder die Hosen abgeholt hat. Denn es stellt sich ja immer auch die Frage, wie kam diese Hose von der Laubenparty zurück ins Hause Reusch. Dann gab es einen Schnipsel, darum geht es,
dass Brigitte Reusch berichtet, also die Mutter von Rebecca, von dem Zeitpunkt, als sie ihre Tochter Rebecca das letzte Mal gesehen hat. Und sie sagte dort, sie hatte ihre Polaroid-Kamera und die Decke mitgenommen, das Wasser und den Orangensaft eingesteckt und das Geld für ein Brötchen, also das Kleingeld, das ihr Vater ihr hingelegt hat. Aber wie sollte das denn funktionieren? Der Vater hatte dies doch zu Jessicas Haus gebracht. Demzufolge müsste sie ja dann am Sonntag noch zu Hause gewesen sein, beziehungsweise Brigitte Reusch, also die Mutter, müsste auch dann irgendwie da gewesen sein. Und dieser Ausschnitt findet auch in einem Video von Shirins Crime Time ihren Platz. Und ich hatte den Gedanken, dass bei dieser Sequenz irgendwie die Frage des Interviewers oder des Background-Sprechers und diese Aussage von Brigitte Reusch überhaupt nicht zusammenpassen. Und den gleichen Gedanken hatte Shirin auch. Denn sie deutet dort an, dass es sich dabei um einen Schnittfehler bei dem Video handeln könnte. Und das gleiche Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch. Aber trotzdem macht das, was Brigitte Reusch sagt, ja irgendwo keinen Sinn. Denn die Wasserflasche, den Orangensaft und das Kleingeld und die Ohrentropfen wohl dann auch, hatte ihr Vater ja zu Jessica gebracht. Und da war Brigitte Reusch ja wohl nicht dabei. Und in dem Zusammenhang, als ihr Vater das gebracht hat, wird sie wohl nicht ihre Polaroid-Kamera und ihre Decke genommen haben. Das könnte sich darauf beziehen, auf den Zeitpunkt, an dem Rebecca zu Jessica gefahren ist. Aber warum sollte sie dann schon die Flasche Wasser, den Orangensaft und das Kleingeld, was ihr Vater ihr hingelegt hat, mitgenommen haben, was laut der Aussage von dem Vater er ihr am nächsten Tag zusammen mit den Ohrentropfen gebracht hat? Das macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Es kann auch sein, dass ich jetzt komplett confused bin oder verwirrt bin. Dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Aber so sehe ich das gerade. Weiterhin heißt es in dem Video von Shirin, dass Rebecca das ganze Wochenende bei Jessica und Florian verbracht haben soll und am Montag wäre sie dann verschwunden. Und dann geht es aber noch um das Interview mit Yarrow. Dort berichtet Brigitte Reusch, Rebecca habe sich noch Bilderrahmen gekauft und am Samstag am Frühstückstisch zu ihrem Vater gesagt, dass er die Bilderrahmen ranmachen soll. Und der hätte dann gemeint, ob das nicht bis Montag warten kann. Rebecca habe dann gesagt, sie fahre noch eben zu DM und mache noch Bilder und fahre dann zu Jessie. Bilder bei DM machen, also darauf kann ich mir jetzt keinen Reim, ehrlich gesagt, machen und entwickeln wohl eher auch nicht, denn sie hatte ja eine Polaroid-Kamera. Rebecca wollte die Rahmen dann an der Wand haben, weil sie nicht wusste, wann ihr Vater am Montag von der Arbeit kommt. Und dann erzählte die Mutter weiter, sie hätten sich am Samstag noch getroffen bei Jessie und wären noch mit Jessie unterwegs gewesen. Sie hätten sich dann alle noch im Haus getroffen und wären dann ins Wochenende gestartet. Weiterhin wollte Rebecca nach Aussage von Brigitte Reusch am Montag von der Schule direkt nach Hause kommen, um die Bilder einzurahmen. Hunter wirft dann aber ein, dass Rebecca aber eigentlich doch mit Jessica nach der Schule verabredet war, um in die Buga, also in den Brezer Garten zu gehen. Und auch das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal von Hunter, sondern das war schon mehrfach Thema. Ich glaube auch in dem Podcast im Dunkeln. Also alles sehr verwirrend, sehr viele Unklarheiten. Warum hier alles so weit auseinandergezogen wird, das hat den einfachen Hintergrund, um einfach diese Widersprüche darzustellen. Und das Ganze, was so an Informationen zu diesem Wochenende bisher zu finden ist, irgendwie alles nicht zusammenpasst. Die Familie Reusch soll dann wohl auch gesagt haben, dass niemand da war am Sonntag, um die Hose abzuholen. So, ich habe jetzt erstmal einen kleinen Teil des Trovato-Videos ausgewertet und hier noch einmal mit Ergänzungen eingesprochen. Ich werde da morgen weitermachen, allerdings ist diese Thematik sehr schwierig und anstrengend.
Ich sitze hier teilweise mit 3 Screens, um überall reinzuhören und zu schauen, und weil ich ja auch immer noch mal eben gegenchecke bei den ganzen Informationen, die ich habe. Und auch für euch ist es, denke ich, mir schwierig, dieser Aufdröselung dieser einzelnen Punkte einer sehr langen Zeit zuzuhören und zu folgen. Deswegen mache ich jetzt erstmal Schluss mit diesem Video. Klar ist, dass die Aussagen zusammenpassen und eben auch nicht innerhalb der Familie Reusch. Wenn ihr Anmerkungen zu dem bisher behandelten Teil in diesem Video habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Aber bitte keine Anmerkungen zu anderen Punkten in dem Video, die ich noch nicht bearbeitet habe. Und eine riesengroße Bitte: Hat irgendjemand von euch noch diese Doku von RTL und kann mir diese online zukommen lassen? Da wäre ich sehr dankbar, denn dieses Video wird nicht unbedingt ohne Grund offline genommen worden sein. Und deswegen interessiert es mich natürlich sehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.